Hallo und herzlich willkommen bei moorprotection.wien, deinen zuverlässigen Partner und Podcast für mehr Sicherheit in deinem Leben. In diesem Podcast erläutere ich den krisenfesten Haushalt. Um einen krisenfesten Haushalt zu gewährleisten, ist die Bevorratung an lebensnotwendigen Utensilien unerlässlich. Eine Katastrophe kommt meistens völlig unerwartet. Zudem sollte dein Zuhause das sicherste Ort für dich und deine Familie sein. Vorab stellt sich meistens die Frage, warum sollte etwas bevorratet werden? Wir leben in einer Zeit des Wohlstands. Die Lebensmittelgeschäfte sind sehr gut sortiert und an jeder größeren Ecke zahlreich verfügbar. Tatsächlich haben wir freie Auswahl. Auch für die Zeit nach der Ladenöffnungszeit oder an den Wochenenden sind wir sehr gut aufgestellt, um unsere Bedürfnisse abzudecken. Mit öffentlichen Verkehrsanbindungen bis hin zum Carsharing, Apotheken, Banken etc. haben wir in den größeren Städten eigentlich alles, was der moderne Bürger von heute benötigt. Aber was wäre, wenn Hochwasser, extremer Schneefall, Murenabgang, ein Blackout, Trinkwasserverunreinigung oder wie wir es gerade erleben, eine Pandemie, deinen gewohnten Lebensalltag unterbrechen und du vielleicht über mehrere Tage zu Hause festsitzt? Plötzlich wird dir bewusst, dass es absolut sinnvoll wäre, eine Bevorratung anzulegen. Nur dann ist es in den meisten Fällen schon zu spät. Der Lebensmittelhandel hält nur sehr geringe Vorräte auf Lager. Bei einem längerfristigen Stromausfall sind die Kühl- und Gefrieranlagen sofort betroffen. Auch würden viele dieser Geschäfte ihre Filialen sofort schließen, da die Kassen ebenso stillstehen, da keine separaten Notstromaggregate zur Verfügung stehen. Dieses stellt im Katastrophenschutzplan einen großen Schwerpunkt dar, denn auch die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit wird hier eine große Herausforderung darstellen. Bevorratung ist hier der beste Rat. Daher ist es sehr ratsam und weder besonders kosten- oder platzaufwendig, sich einen Vorrat von mindestens 14 Tagen an überlebenswichtigen Alltagswaren zu Hause einzulagern. Was sollte alles bevorratet werden? Lebensmittel, diverse Konserven, Nudelprodukte, Reis, Knäckebrot, Einkochwaren, Trinkwasser, Haltbarmilch, Futter gegebenenfalls für Haustiere, Medikamente, Hygieneartikel zur Körperpflege, Desinfektionsmittel, Müllsäcke, Reinigungsartikel, Schlafsack oder Decken als Alternative einer Heizquelle. Auf was musst du noch achten? Ein batteriebetriebenes Radio mit reichlich Reservebatterien versorgt dich mit wichtigen Informationen, zum Beispiel bei Stromausfall oder Blackout. Auch eine stromunabhängige Kochquelle solltest du überdenken. Diese kann unter Umständen überlebensnotwendig sein. Hierfür eignen sich gasbetriebene Campingkocher sehr gut, bis hin zum Speedkocher, welcher zudem problemlos in jede kleinere Tasche passt. Zudem solltest du auch ausreichend und vor allem die richtigen Ersatzkartuschen einlagern. Mit 5 bis 10 Stück bist du sehr gut aufgestellt in einer Krisensituation. Du solltest langhaltbare Lebensmittel auswählen. Prickelndes Mineralwasser eignet sich besser als stilles zum Bevorraten, da die Kohlensäure über eine leicht keimhemmende Wirkung verfügt und daher die Haltbarkeit verlängert. Weiterführende Informationen findest du in der Videobeschreibung sowie auf unserer Webseite www.moorprotection.wien. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, lass einen Daumen da und abonniere unseren Kanal für mehr Sicherheit in deinem Leben. Für Moor Protection Wien, mein Name ist Tom Moore.